Mit diesem Video möchten wir eine Videoserie starten, in welcher wir die Performance von verschiedenen VR-Spielen mit verschiedenen PC-Systemen und mit verschiedenen VR-Brillen testen möchten. Welche Spiele, welche Systeme und welche VR-Brillen uns aktuell zur Verfügung stehen, seht ihr in der Videobeschreibung. Diese Liste wird auf Stand gehalten. In unserem ersten Livestream haben wir in Arizona Sunshine feststellen müssen, dass das Spiel nicht mal mit einer RTX 3080 auf hohen Details flüssig läuft. Unserer Meinung ist das einfach nur dreist, da das Spiel von 2016 noch immer zum Vollpreis von 39,99 verkauft wird. Es gibt jedoch auch Spiele, die unserer Meinung nach nicht nur viel besser sind, sondern auch viel besser performen. Dabei sehen sie sogar auch noch viel besser aus. Dieses erste Performance-Video soll die aktuelle Spieleleistungsreferenz im Jahre 2020 darstellen. An diesem Spiel kann dann jedes weitere Spiel gemessen und verglichen werden. Schreibt bitte in die Kommentare, welche Spiele ihr mit welchem System auf welcher VR-Brille im Performance-Test sehen wollt. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von UVRTech. Mein Name ist Marco und heute zeigen wir euch einen Performance-Vergleich auf der Oculus Quest 2 zwischen kabellosem Spielen über Virtual Desktop und kabelgebundenem Spielen über Oculus Link. Das Testspiel ist Half-Life Alyx. Außerdem vergleichen wir die verschiedenen Grafikstufen des Spiels miteinander. Die Oculus Quest 2 hat die aktuelle Version 23. In meinem PC ist ein Intel Core i9 9900 KS verbaut, welcher auf 5 GHz auf allen Kernen übertaktet ist. Als Grafikkarte ist eine GB Aorus RTX 2080 Ti Extreme verbaut, welche ebenfalls übertaktet ist. Die Grafikkarte taktet im Overclock bis 2100 MHz. Außerdem ist der Grafikspeicher mit 7569 MHz um 500 MHz übertaktet. Im Nvidia Control Panel sind bis auf den Energieverwaltungsmodus alle Einstellungen auf Standard eingestellt. Die spezifischen Programmeinstellungen sind ebenfalls auf Standard eingestellt. GeForce Experience ist und war nicht installiert. Virtual Desktop wird getestet über eine WLAN-Verbindung mit der Fritzbox 7590, welche während des Tests genau vor mir steht. Außerdem seht ihr hier, dass kein anderes Gerät mit der Fritzbox 7590 verbunden ist als die Oculus Quest 2 per Wi-Fi 5 mit 866 Mbit. Mein PC ist per 10 Gigabit Port am 2,5 Gigabit Port meiner Fritzbox 6660 Cable verbunden. Die Fritzbox 7590 ist per Gigabit Port mit der Fritzbox 6660 Cable verbunden. In Virtual Desktop sind alle Einstellungen aufs Maximum gestellt. Ihr werdet später sehen, dass eine Latenz von ca. 40 Millisekunden konstant gehalten wird. Bildaussetzer gibt es dabei in der Brille nicht. Virtual Desktop skaliert mit meinen Einstellungen die Oculus Quest 2 auf eine Auflösung von 2496 x 2592 Pixeln pro Auge, wenn in SteamVR 100% eingestellt sind. 150% entsprechen einer Auflösung von 3056 x 3172 Pixeln pro Auge. Oculus Link ist wie Virtual Desktop auf 90 Hz eingestellt. Die Rendering-Auflösung entspricht 2704 x 2736 Pixeln pro Auge. Das ist die offizielle Empfehlung von Oculus. In SteamVR entsprechen 150% einer Auflösung von 3312 x 3348 Pixeln pro Auge über Oculus Link. In Half-Life Alyx gibt es 4 Grafik-Presets: niedrig, mittel, hoch und ultra hoch. Die Texturen bleiben immer auf Ultra, was man an dem Spiel auch grafisch ansieht. Alle diese 4 Grafik-Presets seht ihr jetzt nacheinander. Abwechselnd beginnend mit Virtual Desktop und danach Oculus Link. Links oben seht ihr das FPS VR Overlay sowie die Latenz von Virtual Desktop darunter. Zunächst erfolgt ein Lauf mit 100% Steam VR Auflösung, danach alles mit 150%. Zum Schluss wird es eine Tabelle mit allen Ergebnissen als Zusammenfassung geben. Wenn ihr also nicht das ganze Gameplay sehen wollt, springt einfach zum entsprechenden Timestamp hier im Video oder in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon jetzt fürs Zusehen. Abonniert gerne unseren Kanal, um von den kommenden Videos zu erfahren, und schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare. Viel Spaß beim Performance-Vergleich.
Hier das Fazit. Egal ob über Virtual Desktop, egal welches SteamVR Rendering Scale und egal welches Grafik-Preset. Das Spiel performt ausgezeichnet und sieht auf jeder Einstellung gut aus. Dieses Spiel kann sogar mit einer Nvidia GeForce GTX 1060 gespielt werden und sieht dabei immer noch gut aus. Einzelne Peaks in der hier zu sehenden Tabelle stellen einen nicht signifikanten Unterschied dar und sind lediglich Ausreißer. Von Lauf 1 bis 16 sah es immer gut aus und ließ sich immer perfekt spielen. Genau das sollte diese Performance-Referenz zeigen. Es gibt momentan kein Spiel, was so gut aussieht und so gut performt wie Half-Life Alyx. Durch Virtual Desktop kann man sogar komplett kabellos spielen, wenn man einen geeigneten Router zu Hause stehen hat. Die Qualität ist seit der Version 23 der Oculus Quest zwar deutlich und spürbar besser via Oculus Link, die Kabelungebundenheit ist jedoch unübertroffen und daher würde ich jedem empfehlen, beides einmal auszuprobieren. Ich persönlich tendiere bei Room-Scale-Spielen aktuell klar zu Virtual Desktop, wenn es um die Oculus Quest 2 geht. An dieser soeben gesehenen Performance-Referenz müssen sich nun alle Spiele messen lassen. Mir ist bewusst, dass nicht jeder Entwickler die Ressourcen und das Know-how von Valve hat, um ein Spiel so gut anzupassen. Es wäre jedoch wünschenswert, dass gerade kleinere Spiele nicht zu leistungshungrig wären. Dies sorgt nämlich leider dafür, dass das Klischee, dass man einen übertriebenen Gaming-PC für VR benötigt, niemals schwindet. Und ich bin ehrlich, auch wenn die Spiele auf einer Oculus Quest 2 nicht so gut wie auf einem PC aussehen, so laufen sie immer stabil und die Benutzererfahrung ist einfach viel besser. Einschalten und loszocken. Man kann als PC-Enthusiast nur schweren Herzens mit ansehen, dass Oculus Stück für Stück durch Facebook ausgesaugt wird und wir immer mehr mit unseren Daten als mit unserem Geld als Nutzer zahlen. Ich kann nur leider schwer jemandem empfehlen, sich einen 3000 Euro Gaming-PC zusammenzubauen, obendrauf eine 700 Euro HP Reverb G2 zu kaufen, um auch für 350 Euro eine nahezu genauso gute und vor allem frustfreie Erfahrung mit der Standalone-Brille Quest 2 zu machen. So kann PC-VR leider nicht gewinnen. Ich hoffe, dass die nahe Zukunft eine bessere Performance auf dem PC beschert und dass die HP Reverb G2 für einen Auftrieb im PC-VR-Geschäft sorgt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den Kommentaren.